Hallo liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen. In diesem Video stellen wir euch die dritte Aufgabe der mündlichen Prüfung ÖSD B2 vor. Hier geht es um folgende Situation. Sie und Ihr Gesprächspartner haben folgende Stellungnahmen zum Thema Heiraten, ja oder nein gelesen und sollen nun darüber diskutieren. In der Vorbereitungszeit lest ihr in Ruhe die beiden gegensätzlichen Meinungen durch. Ihr findet sie mit ausführlichen Hinweisen in unserem Blog. Und jetzt zur eigentlichen Aufgabe. Erklären Sie zuerst genau, welcher Meinung Sie sich anschließen und fragen Sie dann Ihren Gesprächspartner nach seiner Position. Versuchen Sie, Ihren Gesprächspartner mit Argumenten zu überzeugen. Ich stimme mit der Meinung von Maria überein, denn ich glaube auch, dass eine Heirat der größte Liebesbeweis ist. Man zeigt dadurch, dass man bereit ist, ein Leben lang für den anderen da zu sein. Es mag sein, dass das für einige Leute so ist. Aber ein Leben lang für den anderen da zu sein, ist doch eine Illusion, wenn man die vielen Scheidungen sieht. Jede zweite Ehe in Deutschland wird geschieden. Da haben Sie natürlich recht. Die Scheidungen haben in den letzten Jahren zugenommen. Aber dennoch bedeutet eine Heirat, dass man sich sicher und nicht einsam fühlt. Gut. Ich stimme zu, dass das früher so war. Aber heute verdienen doch fast alle Frauen ihr eigenes Geld und heiraten einen Mann nicht mehr wegen der finanziellen Sicherheit. Ganz im Gegenteil, wer das macht, wird bald wieder allein sein. Und was die Ehe als Mittel gegen Einsamkeit betrifft, da heißt es doch, lieber allein als zu zweit einsam. Da muss ich Ihnen recht geben. Die Zeiten haben sich geändert und die Ehe ist keine Versorgungsinstitution mehr. Andererseits bin ich der Meinung, dass unverheiratete Paare sich viel schneller wieder trennen als verheiratete. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Aber wenn es so ist, dann finde ich, dass diese Paare nur ehrlicher handeln. Sie bleiben nicht zusammen, weil der Trauschein sie verbindet, sondern weil sie sich vielleicht nichts mehr zu sagen haben. Nein, dieser Ansicht kann ich mich nicht anschließen. Ich meine, man bemüht sich viel mehr für die Beziehung zu kämpfen, wenn man verheiratet ist. Und dann der Hochzeitstag, das ist doch nun wirklich der schönste Tag im Leben. Es wäre doch sehr schade, wenn man den nicht erleben könnte. Gut, ich denke auch, dass der Hochzeitstag für viele Frauen etwas ganz Besonderes ist. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass er auch mit sehr hohen Kosten und viel Stress verbunden ist. Ich würde es vorziehen, im kleinen Rahmen zu feiern, mit weniger Stress und mehr Genuss. Was Sie da sagen, ist neu für mich und ich finde es sehr interessant. In meinem Heimatland denkt man zwar ganz anders, aber einige Ihrer Argumente haben mich wirklich überzeugt. Ich habe auch Neues dazu gelernt, was ich sehr interessant fand. Dankeschön. Wir sind am Ende dieses Prüfungsteils angelangt und bedanken uns fürs Mitmachen und verabschieden uns mit einem Tschüss, Servus, Baba, auf Wiederlurge, macht's gut, euer Deutsch Global Team.